Diese Woche geht es um Sicherheitslücken in Kraftwerken und um das Ende von Windows 7. Am Schluss des Videos gibt es auch noch ein paar praktische Tipps für das Upgrade des Betriebssystems. Wer übrigens regelmäßig Bescheid bekommen möchte, wenn wir ein neues Video posten, dann einfach den GData-Kanal abonnieren, auf das kleine Glockensymbol klicken, dann bekommt ihr sofort Bescheid, wenn es ein neues Video gibt. Hallo, hier ist der Tim von GData. Experten von FireEye haben mit Triton eine Schadsoftware gefunden, die dazu geeignet ist, bestimmte Komponenten in Industrieanlagen fernzusteuern. Berichten von Ars Technica zufolge ist Triton in der Lage, bestimmte Komponenten in einer Industrieanlage außer Kraft zu setzen, die im Falle des Falles für eine Notabschaltung der gesamten Anlage sorgen. Die Macher von Triton nehmen sich ganz gezielt bestimmte Controller-Hardware vor. Da deren Schnittstellen und Protokolle allerdings nicht öffentlich dokumentiert sind, müssen sie mit Reverse Engineering diese Schnittstellen und Protokolle nachvollziehen. Das dauert lange, kostet viel Geld und erfordert sehr umfangreiches Fachwissen. Demgegenüber steht die Tatsache, dass Triton nicht darauf ausgelegt ist, irgendeinen Profit zu erzielen. Deshalb gehen Experten davon aus, dass staatliche Stellen für die Entwicklung von Triton verantwortlich sind. Ganz neu ist Triton allerdings nicht. Die ersten Spuren dieses Werkzeugs sind mindestens 5 Jahre alt und stammen aus 2014. Die Entwicklung des Werkzeugs dürfte also wesentlich früher begonnen haben. Wer noch Windows 7 auf seinem Rechner einsetzt, der wurde in den letzten Tagen unsanft daran erinnert, dass der Support für dieses Betriebssystem demnächst eingestellt wird. Aber was genau heißt das eigentlich? Der Stichtag, um den es hier geht, ist der 14. Januar 2020. Nach diesem Datum wird es keine neuen Sicherheitsupdates für Windows 7 mehr geben. Damit hier kein Missverständnis aufkommt, auch nach dem 14. Januar wird ein Windows 7 PC noch ganz normal weiter funktionieren. Er wird eben nur mit jedem Tag anfälliger für neue Sicherheitslücken. Neu entdeckte Sicherheitslücken in Windows 7 werden von Microsoft nicht mehr geschlossen. Kein Windows 7 Rechner wird also plötzlich am Morgen des 15. Januar 2020 den Dienst einstellen. Bis zum Stichtag bleiben noch 9 Monate. Genug Zeit also, sich mit dem Upgrade auseinanderzusetzen. Die einzigen, die sich ein bisschen mehr Zeit lassen können beim Upgrade, sind Firmen, in denen eine Volumenlizenz von Microsoft Windows eingesetzt wird. Diese erhalten auch über den 14. Januar hinaus noch Sicherheitsupdates, allerdings bis maximal 2023 und auch nur zu einem gewissen Preis. Dieser Preis bewegt sich zwischen 25 und $50 pro Rechner im ersten Jahr. Mit jedem weiteren Jahr verdoppelt sich dieser Preis. Selbst für große Firmen mit mehreren tausend Rechnern sind das also alles andere als Peanuts. Wer ganz auf Nummer sicher gehen will, der erstellt vor dem Upgrade ein komplettes Systemimage von seinem Rechner. So könnt ihr sicher sein, dass selbst wenn das Upgrade schief läuft, ihr immer noch auf den alten Stand zurückgehen könnt, um es später nochmal zu versuchen. Praxistipp: Lasst euch Zeit beim Upgrade und macht das nicht zwischen Tür und Angel. Ganz besonders dann nicht, wenn irgendeine wichtige Aufgabe ansteht, für die ihr auf jeden Fall den Rechner braucht. Murphys Gesetz greift an dieser Stelle. Soweit von mir. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.